Gran Turismo, die große Reise. Supercars mit dem Kürzel GT verbinden brachiale Leistung mit hervorragendem Komfort. Früher waren das meist elegante, viersitzige Sportwagen. Heute ist die Bedeutung breiter gefächert. Maserati, das klingt nach Luxus und italienischem Flair. Der Gran Turismo MC Stradale verkörpert beides. Und der 570 GT soll der erste McLaren sein, der nicht nur sportlich, sondern vor allem langstreckentauglich ist. Supercars zeigt moderne GTs. Gran Turismo. Große Fahrt. Bei diesen Autos schwingt das Motorsport-Flair früherer Langstreckenrennen mit. Historische GTs sind gut motorisiert, jedoch nicht zu spartanisch ausgestattet. Heute tragen viele Modelle das GT im Namen, obwohl sie mit dem ursprünglichen Anspruch an ein GT-Fahrzeug nur noch wenig oder gar nichts zu tun haben. Der Begriff wird fast inflationär gebraucht. Vor allem in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erobern GTs die Straßen und sind heute begehrte Klassiker. Die 250er-Reihe, das sind berühmte Sportwagen aus Maranello. Einige Modelle wie der Ferrari 250 GTE werden zum Inbegriff klassischer GTs. Zur Legende werden sie vor allem durch den Einsatz auf den Rennstrecken dieser Welt. 1952 setzt Ferrari in Le Mans zum ersten Mal Wagen eines Werksteams ein und begründet damit die Legende der Scuderia. Bei Tertre Rouge liegen die beiden Cunningham mit Fitch und Walters an der Spitze. Die beiden Jaguar mit Boss und Rolf folgen. Levesque auf Talbot ist Fünfter. Und dann tauchen die Mercedes-Fahrer auf. Bei Mulsanne führt noch der Cunningham. Die Jaguar schieben sich auf den zweiten und dritten Platz. Bei Ernage, der letzten Kurve, führt Walters auf Cunningham, vor Moss auf Jaguar und den Ferrari von Simon und Ascari. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Walters betrug in der ersten Runde 160 Stundenkilometer. Runde liegt Walters bei Tertre Rouge immer noch an der Spitze. Die Ferrari haben aufgeholt und bedrängen den Jaguar von Moss. Eine tolle Jagd! In den nächsten 2 Jahrzehnten werden GTs zur beliebten Alternative zu reinrassigen Sportwagen. Der Aston Martin DB5, Baujahr 1963, wird durch die James-Bond-Filme weltberühmt. Er ist ein typischer Vertreter britischer GTs. Langer Radstand und auch das relativ hohe Gewicht kennzeichnen die komfortablen Sportwagen jener Zeit. Auch weniger bekannte Marken springen auf den GT-Trend an. Der Bisardini 5300 GT ist ein limitierter Italiener mit 5,4 Liter V8 unter der Haube, heute eine Rarität. Ein seltenes Exemplar ist auch der Apollo 3500 GT. Er soll die amerikanische Alternative zu den oft kostspieligen europäischen Modellen sein. Aber er ist alles andere als ein kopflastiger US-Cruiser, sondern ein fahraktiver Gran Turismo, leichtfüßig und agil. (1968) bringen die Rüsselsheimer von Opel ihren Imageträger schlechthin auf den Markt. Der Opel GT ist elegant, schön und sportlich. Der Zweisitzer findet mächtig Anklang bei Publikum und Presse.
Ebenfalls 1968 kommt ein weiterer GT auf den Markt. Er verkörpert den American Way of Drive und ist heute eine Ikone. Flach wie eine Flunder gewinnt der Ford GT40 1968 unter anderem das Langstreckenrennen in Le Mans. Und seine Geschichte geht weiter. 50 Jahre nach dem ersten Sieg gewinnt 2016 wieder ein Ford GT in Le Mans. Die Straßenversion der Ford GT von 2016 ist der Inbegriff eines atemberaubenden Sportwagens für die Langstrecke und führt das Erbe des legendären GT40 fort. Bei Maserati haben GTs Tradition, denn sie stehen für Luxus, Sportlichkeit und das gewisse Etwas. Den Dreizack umgibt eine einzigartige Aura, denn die Geschichte des über 100 Jahre alten Herstellers ist so turbulent wie ein Pokerspiel. Risikobereitschaft und Präzision. Das muss ein Pokerspieler mitbringen. Was das mit dem Maserati Gran Turismo zu tun hat? Beide Eigenschaften verbindet das Coupé auf erstaunliche Weise. In der Sonderedition MC Stradale stellt Maserati den Bezug zum risikoreichen Rennsport her. So präzise wie die Naht eines Maßanzugs ist auch die Leistungsentfaltung des V8-Saugers. Es wird Zeit, das wunderschöne Coupé von der Leine zu lassen. Das tiefe Grollen beim Start macht sofort klar, hier schlägt das Herz eines reinrassigen Sportwagens. Der 4,2 Liter V8-Motor stammt aus einer Kooperation mit Ferrari. Er wird in Maranello handgefertigt. Dieses 460 PS-Aggregat ist eine Wucht. Die Drehzahlorgie findet erst bei 7200 Umdrehungen ein Ende. Die Beschleunigung ist unfassbar gleichförmig. Von 0 auf 100 braucht der Maserati nur 4,5 Sekunden. Nicht nur seine Fahreigenschaften sind einzigartig, auch seine Erscheinung ist besonders. Das Aussehen entspringt der langjährigen Partnerschaft zwischen dem Designbüro Pininfarina und Maserati. Die Linien des klassisch gezeichneten Coupés erinnern an legendäre Modelle mit dem Dreizack. Beim MC Stradale wurde besonders auf die exzellente Verbindung von aerodynamischen und ästhetischen Gesichtspunkten geachtet. Durch den Einsatz von Carbon-Elementen ist er 128 Kilo leichter als der ohnehin schon athletische Gran Turismo Sport. Auch im Interieur hebt sich die Sonderedition durch sportliche Details wie Aluminiumpedale von der Standardversion ab. Auch wenn die Verarbeitung nicht bei allen Details absolut perfekt ist, bietet der Gran Turismo dennoch Komfort für 4 Personen. Und unter der Carbon-Motorhaube erklingt dieser wunderbare Klang.
Der MC Stradale ist die Straßenversion eines Rennwagens. Dieser kommt zum Beispiel seit 2010 im Markenpokal Trofeo Maserati zum Einsatz. Hier können Maserati-Liebhaber aus aller Welt dem Rennsport frönen. Die Rennserie ist keineswegs zu unterschätzen. Unter den etwa 25 Teams sind nicht nur Hobbypiloten. Technische Basis für den Rennwagen ist der Gran Turismo MC Stradale. Maserati und Rennsport bilden eine Einheit. Und das schon seit über 100 Jahren. In den 1930er Jahren etwa gewinnt ein Maserati 6CM mehrmals das legendäre Bergrennen Targa Florio. Das ist kein Zufall. 1914 gründen die Brüder Maserati in Bologna ihr Automobilunternehmen. Zu Beginn bauen sie ausschließlich Rennwagen auf Kundenwunsch. (1926) baut Alfieri Maserati seinen ersten eigenen Rennwagen. Die Geburtsstunde eines Mythos. Der Typo 26 ist leicht, stark und hat eine gute Straßenlage. Ab den 50er Jahren konzentriert sich das Unternehmen mehr auf Sportwagen für die Straße. Maserati hat immer versucht, seinen Kunden die bestmögliche Technik zur Verfügung zu stellen. Rennsport und eine bewegte Geschichte. Dazu Luxus und Lifestyle. Das passende Ambiente, um einen Tag mit dem Gran Turismo ausklingen zu lassen, bietet ein Casino. Der Adrenalinschub der Fahrt kann bei einem aufregenden Pokerspiel fortgesetzt werden. Auch in der Nacht sieht die exklusive Sonderlackierung des MC Stradale mit dem Namen Magma Rosso extrem scharf aus. Die historische Kulisse des Casinos Salzburg passt gut zu dem eleganten Coupé. Blinds bitte. Das Spiel nimmt Fahrt auf. 10.000. Die Einsätze werden immer höher. Raise of 16.000. Call. Dann steht alles auf dem Spiel. Sogar das Auto. Showdown bitte. 2 Asse reichen für den Gegenspieler nicht aus. Es gewinnt der Royal Flush, die höchste Straße, und die Besitzerin muss ihren eleganten Gran Turismo nicht hergeben. Manchmal entscheidet nur ein Quäntchen Glück über Sieg oder Niederlage. Risikobereitschaft und ein Trumpf im Ärmel sorgen für Gänsehautfeeling, das sich während der Fahrt im Maserati Gran Turismo MC Stradale wunderbar fortsetzt. Im Race-Modus verkürzen sich die Schaltzeiten des Automatikgetriebes. Der Gangwechsel erfolgt in nicht mehr als 60 Millisekunden, kürzer als ein Wimpernschlag. Die Lenkung gibt eine gute Rückmeldung und das Fahrzeug ist trotz 2,90 Meter Radstand in den Kurven äußerst agil.
Gepaart mit diesem Sound bleibt die Fahrt unvergesslich. Der Maserati Gran Turismo MC Stradale bietet Sportlichkeit, Sexappeal und ein aufregendes Auftreten. Bei einem Einstiegspreis von 160.000 € muss das Pokerblatt aber sehr gut sein. Auch ein für Supersportler bekannter britischer Hersteller nimmt ein GT-Fahrzeug ins Portfolio auf. McLaren. Die Marke steht für nahezu perfekte Technik, für atemberaubende Sportwagen und britische Ingenieurskunst. Komfort und Alltagsnutzen stehen bei den kompromisslosen Athleten wie dem 675 LT Spider eigentlich nicht oben auf der To-Do-Liste von McLaren. Diese Autos werden nur zu besonderen Anlässen gefahren. Die Sport Series und insbesondere der GT könnte aber auch als Alltagsauto genutzt werden. Er ist der erste Gran Turismo der Marke, der 570 GT. Verwandt mit dem sportlicheren 570S und als Teil der Einstiegsbaureihe der sogenannten Sport Series soll er der langstreckentauglichste McLaren sein. Ob damit Langeweile aufkommt? Nicht wirklich. Optisch zeigt er sich klar der McLaren-Familie zugehörig. Die Scheinwerfer in Form des Firmenlogos sind typisch. Trotzdem hat die Sport Series ein eigenständiges Design. Vor allem das Heck unterscheidet sich deutlich von den anderen Modellen. Vertikal öffnende Türen sind geradezu ein Muss. Das Carbon-Monocoque ist an den Türen 85 mm tiefer, um das Einsteigen zu erleichtern. Ein Highlight des 570 GT, das Glasdach, das den Innenraum besonders hell macht. Und das sogenannte Touring Deck. 220 zusätzliche Liter Stauraum hinter den Sitzen, die durch eine Glaskuppel zu erreichen sind. Sie öffnet sich zur Seite in Richtung Gehsteig. Doch macht ihn nur der komfortable Innenraum zu einem GT? Er ist praktisch, aber wir haben auch unter der Oberfläche einiges verändert. Was bei einer längeren Reise unangenehm ist, sind Bewegungen im Cockpit. Ungewollte Geräusche, ständiges Eingreifen ins Lenkrad. Wir haben also die Federraten des Autos um 15% vorne und 10% hinten geändert. Und es gibt einen neuen Dämpferalgorithmus. Alles ist also etwas weicher. Wir wollten die störenden Geräusche aus dem Cockpit verbannen, also haben wir eine stärkere Isolation des Innenraums und einen leiseren Auspuffsound. Außerdem haben wir die Lenkübersetzung angepasst. Sie ist 2% langsamer. Beim High-Speed-Cruising müssen Sie also nicht so viel lenken. Dadurch ist er deutlich besser geeignet für längere Strecken. Er ist eine klare Bewegung Richtung Fahrkomfort.
Doch rückt McLaren damit von der Firmenkompetenz Sportwagen zu weit ab? Keineswegs. Auch wenn der GT nicht als Track-Tool promotet wird, er wiegt nur 1344 Kilogramm. Sein 3,8 Liter Twin-Turbomotor leistet 570 PS. Da ist definitiv genug Power vorhanden, um es so richtig krachen zu lassen. Die Straßenlage des Alltags-McLaren ist beeindruckend. Ausgefeilter Aerodynamik sei Dank. Zu keiner Zeit gibt einem der 570 GT das Gefühl, mit schnellen Kurvenfahrten überfordert zu sein. Und auch der gedämpfte Auspuffsound lässt immer noch ein wohliges Sportwagengebrabbel zu. Auch wenn er kein reinrassiger Sportwagen ist, der McLaren 570 GT macht richtig viel Spaß. Sein 3,8 Liter Twin-Turbo V8 treibt den McLaren auf bis zu 328 km/h. Ob das genutzt wird oder nicht, es zeigt, dass auch er könnte, wenn er sollte. Es gibt viele GTs da draußen, aber das ist unsere Interpretation eines GTs. Er ist langstreckentauglich, aber man kann mit ihm auch mal eine Passstraße hoch oder über eine Rennstrecke fahren. Ein sehr potentes Mittelmotorauto mit Heckantrieb. Der 570 GT ist ein gezähmter Sportwagen. Im Touring-Mode schaltet das 7-Gang-Automatikgetriebe schnell in die höheren Gänge. Über Unebenheiten auf der Straße geht er ganz gentlemanlike hinweg. Doch noch weiter wird sich McLaren wohl auch in Zukunft nicht von wahren Sportwagen entfernen. Und keine Angst, zu weit ist auch dieser hier nicht davon entfernt. Gut 195.000 € verlangt McLaren für den 570 GT und damit ist er der teuerste der 3 Sport Series Modelle, liegt aber zwischen Porsche Turbo und Turbo S. Nicht nur wegen des Preises ist er eine ernstzunehmende Alternative zu etablierten Modellen. McLaren ist das Gran Turismo-Debüt definitiv gelungen. Ob Mittel-, Front- oder Heckmotor, ob V8 oder 6-Zylinder. Die perfekte Symbiose aus Sportlichkeit und Langstreckentauglichkeit macht GTs zu wahren Supercars.